Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das Kaiser Walnut, ein interessantes kleines Slipjoint-Messer, das sich optisch dann doch sehr stark von der Masse abhebt. Der Entwurf stammt von einem Designer namens Mr. J. Auf das Konzept, das hinter dem Walnut steckt, komme ich dann gleich noch zu sprechen. Vorher gibt es erstmal ein paar Spezifikationen. Beginnen möchte ich hier mit dieser satinierten Klinge. Das ist eine Art Sheepfoot-Form, eine sehr ungewöhnliche Linie. Die Klinge baut sehr hoch auf, die kurze Schneide ist kerzengerade. Dann ist hier eine schön ausgeformte Fingermulde. Oben befindet sich eine 27 mm lange und 7 mm hohe Aussparung, die als Öffnungshilfe dient. Linksseitig ist das Kaiser-Logo zu sehen, die Artikelnummer und ein Verweis auf den bewährten und rostigen N690 Stahl. Der wurde hier auf etwa 59 HRC ausgehärtet. Auf der rechten Seite steht noch Walnut, dann ein angenehm ausgeführtes Jimping, das sich an den abgerundeten Klingenrücken anpasst. Im eingeklappten Zustand ist die Klinge mit ihren Rundungen auf den Griff abgestimmt. Ausgeklappt ergibt das hier eine schöne, gerade Linie. Die Klingenlänge beträgt 50 mm, effektiv bleiben 34 mm, das ist jetzt nicht so viel, liegt auch an diesem ausgeprägten Fingerchoil, der macht wiederum durchaus Sinn, darauf komme ich dann beim Thema Handlage noch zu sprechen. Die Klingenbreite liegt bei 2,8 mm, die Klingenhöhe am höchsten Punkt bei 35 mm. Hier ein 15 mm hochgezogener Flachschliff mit 0,5 mm hinterer Schneidphase. Also ein sehr ordentlicher Wert. Der Klingenstand ist absolut mittig, aber wo soll die hier auch hin? Die Klinge läuft auf Kugellagern, bietet ordentlich Spielspaß. Es gibt hier mehrere Öffnungsmöglichkeiten, zum Beispiel über das Jimping, dann aber eher gemütlich. Also das ist jetzt hier kein typischer Frontflipper. Dann ganz normal über das Daumenloch. Geht auch sehr gut und schön flüssig. Am meisten Spaß macht hier der Spidey Flick. Das ist endlich mal ein Messer, mit dem ich das auch so halbwegs hinbekomme. Ja, dann kann man die Klinge auch zwischen Daumen und Zeigefinger einfach aufschwingen. Ich mag auch dieses Geräusch, also das ist einfach ein schönes Klicken. Die Klinge läuft hier sehr sauber auf den Kugellagern. Innerhalb des Griffes befindet sich ein Single-Detent-Mechanismus. Das ist also ein astreiner Slipjoint, somit 42A-konform. Man sagt solchen kleinen Messern oft nach, dass sie nur als Boxcutter zu gebrauchen sind. Ja, im urbanen Bereich gibt es da aber unter Garantie noch mehr Anwendungsmöglichkeiten. Jetzt kurz noch zum Griff aus fein strukturiertem G10. Man sieht ein leicht abgerundetes, diagonal in schwarz und weiß aufgeteiltes Rechteck. Extrem simpel, aber auch sehr prägnant. Die Grifflänge liegt bei 69, die Höhe bei 30 und die Breite bei 11 mm. Ein weißer Backspacer aus G10. Rechts ein sehr einfach gehaltener Deep Curry Clip. Trageposition Tipp ab rechts, nicht ummontierbar. Die Achsschraube ist hier blau unterlegt. Torx-Größe ist 8, alle restlichen Schrauben am Messer sind 6er Torx. Unter den G10-Griffschalen befinden sich Stahlliner. Ich denke, das kann man hier ganz gut erkennen. Das ist eine sehr stabile, aber für die geringe Größe mit 86 Gramm auch relativ schwere Konstruktion. Kurz noch zur Handlage. Die ist erstaunlich gut. Das ist ja hier wirklich eine sehr einfache Form. 82 mm Griffvolumen. Man bekommt locker 3 Finger unter und wenn man den Choil benutzt, ist es sogar fast die ganze Hand. Der Choil hat seine Daseinsberechtigung. Das ist ja ein Detent-Mechanismus und in Kombination mit den Kugellagern muss man dann bloß einen gewissen Punkt überwinden. Dann klappt die Klinge unmittelbar ein. Also das geht dann doch manchmal sehr schnell. Mit diesem gut ausgeformten Choil kann das dann nicht passieren. Also ja, da steckt dann schon eine Überlegung dahinter. Soweit zum Messer. Nun zum Konzept dahinter. Im Zusammenhang mit dem Kaiser Walnut fallen immer wieder die Begriffe Yin und Yang oder auch Tai Chi. Zitat von der Kaiser-Website: Das Walnut wurde entworfen, um Mensch, Messer und Natur in Einklang zu bringen. Zitat Ende. Ja, klingt gut, lässt aber auch viel Raum für Gedankenspiele. Wenn man sich so eine Walnuss mal näher betrachtet, ist die Ähnlichkeit zum Kaiser Walnut sowohl im geschlossenen als auch im geöffneten Zustand definitiv und ganz offensichtlich eher nicht vorhanden. Aber mit einer Walnuss verbindet man vieles mehr. Man denkt unweigerlich an ein Gehirn. Mit Fantasie kann man hier auch ein Herz erkennen. In der chinesischen Medizin hat die Walnuss einen sehr hohen Stellenwert. Da geht es unter anderem um eine positive Wirkung auf Niere und Gehirn. Sie soll auch potenzsteigernd sein. Zum Thema traditionelle chinesische Medizin und Walnuss verlinke ich euch was in der Videobeschreibung.
Das Ganze kann man dann auch auf Walnussbäume ausdehnen, die als Kraftbäume unschlüssigen Menschen bei Entscheidungen unterstützen. Die Energie des Baumes vermittelt Klarheit und Zuversicht. Ich muss jetzt sagen, dass ich nicht so spirituell veranlagt bin, aber insgesamt klingt das alles für mich sehr positiv. Zeit fürs Fazit. Mein Fazit zum Kaiser Walnut: gute Verarbeitung, gute Materialwahl, sehr individuelles Design. Lieferumfang ist hier noch ein normaler Karton, bisschen Paperwork und dieses Pflegetuch. Was ich auch schön finde, es passt wie angegossen in die Uhrentasche der Jeans. Also das ist auch wirklich eine schöne Sache. Das Schwarz-Weiß-Konzept hätte man vielleicht sogar noch ein wenig konsequenter umsetzen können, aber das ist rein subjektiv. Preislich bewegen wir uns hier je nach Anbieter bei 55 bis 65 Euro. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Idee hinter dem Kaiser Walnut und auch ganz besonders die vielen Interpretationsmöglichkeiten, die es bietet. Irgendwie ist es einfach charmant. Gut, das war's dann. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.